Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Herzlich willkommen zur Tagesschau aus dem Miniatur-Wunderland. Heute Morgen ist am Knuffingen Airport ein Space Shuttle gelandet. Die Betreiber des Verkehrsflughafens im Maßstab 1:87 gingen dabei von einem Notfall aus. Die Raumfähre ist bereits seit 2011 ausgemustert. So wurde der Luftraum rund um das Wunderland vorsorglich gesperrt. Es kam zu Verzögerungen im gesamten Flugverkehr. Aus dem Orbit direkt nach Knuffingen. Ein Space Shuttle der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA auf dem Miniaturflughafen. Sämtliche Versuche, die Piloten während des Landeanflugs per Funk zu erreichen, blieben unbeantwortet. Zur Sicherheit rückte die Flughafenfeuerwehr in voller Stärke aus. Selbst für die Einsatzkräfte war nicht zu erkennen, wer sich an Bord der Raumfähre befand. Wir haben gedacht, was ist das denn? Als wir das auf dem Radar gesehen haben, konnten die Kennung erstmal gar nicht zuordnen, aber es war tatsächlich das Space Shuttle. Wir haben unseren Augen nicht getraut. Das ist der Wahnsinn. An Bord der Raumfähre blieb nach der Landung alles ruhig. So wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Viele Passagiere verpassten aber ihre Anschlussflüge. Aus Sicherheitsgründen mussten sie in ihren Maschinen ausharren, bis sich das Space Shuttle wieder in Bewegung setzte. In Richtung Flughafenrestaurant. Es war irre, die sind dann ausgestiegen und haben erstmal nach Lapskaus gefragt. Dann haben wir den Lapskaus gegeben und dann waren sie auch schon wieder weg. Und zum Abschied gab es dann noch einen Funkspruch aus dem Space Shuttle. Knuffingen, we will be back. Die Kriminalpolizei hat heute eine unterirdische Hanfplantage entdeckt. Versteckt unter einer Kleingartenanlage züchtete die Initiative Gras für alle Cannabispflanzen. Unter Kunstlicht und Wärmelampen wuchs das Rauschmittel auf einer Fläche von 800 Quadratmetern. In der Kelleretage darüber war ein komplettes Drogenlabor eingerichtet. Der entscheidende Hinweis auf die Anlage kam von Anwohnern, die immer wieder über aus dem Erdreich aufsteigende Dämpfe klagten und sich laut Kriminalpolizei bei der Gartenarbeit benebelt fühlten. Heute haben wieder mehrere hundert Einwohner des Wunderlandes gegen die Stilllegung der ansässigen Erzgrube demonstriert. Das Traditionsunternehmen fördert seit Anbeginn des Wunderlandes Eisenerz zutage. Doch mit der Erschließung weiterer Kontinente in der Ausstellung nahm der Konkurrenzdruck immer mehr zu. Die Gewinne brachen ein. Nun sollen die Angestellten auf ihren Lohn verzichten, um die Grube zu retten. Seit Wochen stocken die Verhandlungen zwischen Betreibern und Gewerkschaft. Bis auf wenige Streikbrecher haben alle Kumpel die Arbeit niedergelegt. Keine Pause für die Feuerwehr. Heute sind an mehreren Orten im Miniatur-Wunderland Großbrände ausgebrochen. Die Einsatzkräfte gehen dabei von Brandstiftung aus. Altstadt in Gefahr. Ein Wohnungsbrand in Knuffingen. Der komplette Löschzug der Feuerwehr war im Einsatz. Außerdem mehrere Wagen der Polizei. Umliegende Straßenzüge mussten evakuiert werden. Es bestand Gefahr, dass sich das Feuer ausbreitete. Die benachbarte Schule schickte alle Kinder wieder nach Hause. Aufregung im Ort. Nur der Bürgermeister, der blieb ruhig. Es reicht mit viel Tatütata und Blaulicht anzukommen. Einmal 5 Minuten sitzen bleiben und das Feuer geht aus. Das wünscht sich die echte Feuerwehr sicherlich auch. Bereits in der Nacht zuvor brannte es im Vergnügungsviertel von Miami. Auch hier gehen Ermittler von Brandstiftung aus. Besucher einer Hotelbar bemerkten Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Die Ausgehmeile war zum Zeitpunkt des Feuers gut besucht. Dennoch zeigt sich der Einsatzleiter entspannt. Denen kann nichts passieren. Und auch das mit den Atemwegen haben wir ganz einfach geklärt. Die halten so lange die Luft an und dann ist das Ding vorbei. Erste Ermittlungen brachten die Einsatzkräfte dann auf die Spur des Feuerteufels. Dieser konnte seine Festnahme aber verhindern. Auf der Flucht vor der Polizei legte der Verdächtige einen Waldbrand am Rande des Highways. Durch die starke Rauchentwicklung gelang ihm dann die Flucht. Verletzt wurde niemand. Die Einwohner des Wunderlandes kennen sich mit Katastrophen aus. In der Anlage brennt es täglich rund 40 Mal. Das war's, mehr haben wir nicht. Kurze Pause für die Feuerwehr. Doch der nächste Einsatz kommt bestimmt. Und es gibt sie doch. Heute sind Beweise für die Existenz von Außerirdischen aufgetaucht. Nun wurde bekannt, dass mehrere grüne Männchen in der Wüste von Nevada gelandet sein sollen. Ein silberner Roboter im Absturzkrater. Diese Wesen wurden in der Nähe der Area 51 gesichtet. Seit Jahren gab es bereits Gerüchte, dass hier Aliens für das US-Militär arbeiten sollen. Nun gelangen dieser Naturforscherin heimliche Aufnahmen.
Die Außerirdischen bauen ein Flugzeug zu einem UFO um. Dabei verwenden sie uns völlig unbekannte Antriebssysteme. Andere scheinen Spaß an amerikanischen Sportarten gefunden zu haben. Der Leiter der Anlage, General F.G. Brown, sagte auf Nachfrage nur kein Kommentar. Zum Abschluss des Spieltages konnte der Hamburger SV den Lokalrivalen FC St. Pauli besiegen. Die Partie endete 4:3. Beim HSV hieß es abschließend vom Trainer: Nun können wir Meister werden, vorausgesetzt, Bayern verliert die letzten 10 Spiele. Zum Schluss noch das Wetter. Wobei, das sparen wir uns. Im Wunderland gibt es keinen Regen. Wir sehen uns wieder zur nächsten Tagesschau. Bis dahin, alles Gute.